Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen, Uwe Drewans. Ja, also meine Eltern sind Christen, bekennende Christen und haben mich mit der Bibel und zu Jesus hin erzogen. So habe ich das erlebt. Und die Wendezeit war natürlich dann eine ganz, ganz spannende Zeit. Dann diese Öffnung, die Möglichkeiten. Man ist nach West-Berlin gefahren, es gab 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Man hat gestaunt, man war noch nie so reich. Es gab Bananen, es gab Joghurt. Und das war so unvergessen. Ich kann mich noch sogar vom Geruch an diese Zeit erinnern. Es wurden vom LKW aus Bananen verkauft und frische Apfelsinen. Das kannten wir alles nicht. Ich wollte immer Kriminalistik studieren. Aber dadurch, dass ich in der DDR, in der christlichen Familie groß geworden bin, keine Jugendweihe erlebt habe, sondern nur die Konfirmation und wenn es Festverwandtschaft hatte, niemals Pionier war, nie in der FDJ war mir die erweiterte Oberschule, sprich das Abitur, verwehrt. Ja. Ich habe mir zu Hause im Jugendkreis eine Adresse geholt und gesagt, gibt es dort irgendwo die Gemeinde, wo man hingehen kann? Das war immer wichtig, Anschluss zu haben. Und mein Vater hatte ich vorhin schon erwähnt, das Baugeschäft gegründet, 1990 am 1.7. zum Tag der Währungsunion. Und er brauchte Mitarbeiter und ich würde gerne unter ihm arbeiten und habe gesagt, okay, wenn wir zurückgehen, heiraten wir und dann werde ich irgendwie als Zimmerer oder als Tischler in dem Baugeschäft arbeiten. Und zwar von Peter Scazzero, Glaubensriesen und Seelenzwerge. Das lese ich gerade. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was ermutigt, einfach das zu leben, was man glaubt, wo es nicht so statisch um irgendwelche geistliche Fragen geht, sondern wo die Seele und die geistlichen Fragen und unser praktisches Leben in Verbindung kommen. Peter Scazzero, Glaubensriesen, Seelenzwerge, kann ich jedem empfehlen. Also für die nächste Generation von christlichen Führungskräften würde ich mir wünschen, dass sie noch besser sind als wir. Dankeschön. Abonniere jetzt unseren Podcast, like die Folge und kommentiere. Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber. Herzlich willkommen beim Christsein im Business. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen, Uwe Drewans. Und das Spannende daran, wir haben uns damals kennengelernt, eigentlich in Nürnberg, glaube ich, auf dem Kongress christlicher Führungskräfte und haben dann festgestellt, dass wir dann eigentlich hier gar nicht weit voneinander weg wohnen. Und ja, heute hier zum Gespräch eingeladen. Stell dich doch selber gleich mal vor. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Uwe Drewans und ich bin 54 Jahre alt ab nächsten Sonntag, also noch 53. Bin verheiratet, habe 5 Kinder, 3 Mädchen und 2 Jungs. Und ja, ich bin im Prinzip Uroberlausitzer, also typischer Sachse und ein ostsozialisierter Mensch, der sehr dankbar ist, dass die Mauer 89 gefallen ist. Und das live erleben zu können, das war für mich eines der größten Wunder meines Lebens, die ich erlebt habe. Und deswegen, ja, bin ich gerne da, aber habe auch gerne die Mauer übersprungen in der Zwischenzeit und viel gesehen. Wie hast denn du als Kind warst du als Kind schon christlich unterwegs und warst du dann in der Kinderkirche? Ja, also meine Eltern sind Christen, bekennende Christen und haben mich mit der Bibel und zu Jesus hin erzogen. Aber ich denke, dass Gott natürlich keine Enkel hat und die Entscheidung, Jesus zu folgen, die war natürlich meine persönliche und eigene Entscheidung. In meiner Jugendzeit, ich bin ja in den Jugendkreis gegangen, hatte vorher die sogenannte Dilemma-Stunde besucht, die gab es im Rahmen der Kirche und parallel zu den Gottesdiensten und habe da also schon biblische Wahrheiten und die typischen Geschichten wie Josef und so weiter gehört und selber auch erzählt bekommen. Aber vor allen Dingen hat mich das Leben meiner Eltern geprägt, die wirklich ihr Christsein auch gelebt haben, ganz praktisch im Alltag. Und dann hatte ich natürlich im Jugendkreis gute Vorbilder, die dazu geführt haben, dass ich dann überlegt habe, Mensch, ich mache das fest mit diesem Jesus und ich folge ihm. Und dann habe ich mich entschieden, dem zu folgen. Und ja, also sprich, ich habe eine gute Grundlage bekommen. Beim letzten Podcast haben wir mal gefragt, ob du noch den Namen kennst in der Kinderstunde von der Person und ob die auch noch lebt vielleicht heute.
Ja, also sie lebt nicht mehr, aber ich weiß noch den Namen der Person, kann ich sofort nennen. Soll ich das jetzt machen? Ja, ja. Das war Johanna Heinrich. Mhm. Und zwar war das die Frau des Kantors, der in der Kirchgemeinde die Orgel gespielt hat. Und sie hat das also ganz rührend und sehr, sehr praktisch gemacht. Mit Spielen und sehr anschaulich. Und ja, das Beste waren immer die Suchaktionen, wo irgendwas versteckt war und dann hinterher verbarg sich eine Geschichte. Also ich kann das noch sofort sagen. Jetzt bist du so um die 20 rum, war die Wende, ja, oder ein bisschen früher, ja. Wie hast du denn das erlebt für dich persönlich? Ja, also das war für mich eins der spannendsten Zeiten, die ich je in meinem Leben hatte. Man muss dazu sagen, mein Großvater, der kommt eigentlich aus dem Westen. Und er war kriegsversehrt, hatte nur noch einen Arm, war verwundet und war in Dresden da im Lazarett und hat dann meine Großmutter kennengelernt. Und dann ist 1944 mein Vater geboren. Und dann war die DDR. Und dann gab es ja ab 1961 erst die Mauer. Also mein Vater konnte als Kind also in die Heimat seines Vaters reisen. Aber ab 1961 war das nicht mehr möglich. Und mein Großvater ist natürlich jedes Jahr zu seiner Schwester und zu seiner Verwandtschaft gefahren, zu verschiedenen Kongressen und Konventen, aber Moritzburger Diakon. Und immer wenn er aus dem Interzonenzug ausstieg und ich als kleiner Bub oder dann heranwachsend ihn mit abgeholt habe in Görlitz vom Bahnhof, hat er jedes Mal gesagt, wenn ich dir nur einmal zeigen könnte, wo ich jetzt gerade herkomme. Und dann kam der 9.11.1989. Und wir haben alle damit gerechnet, dass es irgendwie dazu kommt, dass wir irgendwie mal die Mauer überspringen. Ich wollte selber abhauen 1988 nach West-Berlin, wusste dann genau, die erschießen dich. Und es war irgendwie unmöglich. Also ich habe bis zu dem Abend am 9.11.89 nie dran geglaubt, dass das je passieren kann, dass ich die Heimat meines Großvaters jemals sehen könnte. Und am selben Abend kam er und hat gesagt, jetzt ist es soweit. Jetzt kann ich euch zeigen, wo ich herkomme. So habe ich das erlebt. Und die Wendezeit war natürlich dann eine ganz, ganz spannende Zeit. Dann diese Öffnung, die Möglichkeiten. Man ist nach West-Berlin gefahren, es gab 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Man hat gestaunt, man war noch nie so reich. Es gab Bananen, es gab Joghurt. Und das war so unvergessen. Ich kann mich noch sogar vom Geruch an diese Zeit erinnern. Es wurden vom LKW aus Bananen verkauft und frische Apfelsinen. Das kannten wir alles nicht. Es war eine Aufbruchsstimmung und niemand wusste, was kommt. Aber dass es so war, hat eine unheimliche Dankbarkeit ausgelöst und eines der schönsten Zeiten meines Lebens, obwohl ich damals erst 18 war. Es hat natürlich so, jetzt war es auch in der Blütezeit zu sagen, okay, ja, mein Christsein habe ich vorher gelebt. Jetzt kommt eine spannende Zeit. War das so für dich, wo du dann vielleicht auch so gesagt hast, das stelle ich mal hinten jetzt mal ein bisschen an? Oder hast du gesagt, okay, das mit dem Christsein, das lebe ich weiter? Ja, also das stand für mich außer Frage, dass ich das weiter lebe. Allerdings, diese Gebietserweiterung, die stattgefunden hat, hat auch geistlich stattgefunden bei mir. Also da muss ich schon dazu sagen, also ich habe dann überlegt, wo machst du denn Urlaub im Sommer 1990? Ich war dann nicht mehr derjenige, der mit seinen Eltern mit in den Urlaub gefahren ist, vom Alter her, hatte aber auch keine andere Alternative. Und irgendwann hat mich ein Freund besucht, irgendwie abends, und sagte, Uwe, wo machst du denn im Sommer Urlaub? Und ich habe einfach nur so als Quatsch gesagt, wir machen eine Radtour. Ich mache eine Radtour von Hamburg zum Bodensee. Und er hat gesagt, ich komme mit. Und ich sage, nee, komm nicht mit, ich habe nicht mal ein Fahrrad. Und da hat er gesagt, doch, das machen wir zusammen. Und dann ein paar Wochen später sind wir aufgebrochen und sind mit dem Zug, mit der Eisenbahn nach Hamburg gefahren. Ich habe mir dann ein Rennrad gekauft, was ich heute noch besitze. Und von da aus sind wir gestartet und haben uns die Heimat meines Großvaters da in Ostfriesland, Bremen und so weiter angeguckt und haben es tatsächlich geschafft, bis zum Bodensee mit dem Fahrrad zu fahren. Und unterwegs haben wir natürlich nicht bloß die Gebiete der Landschaft, der BRD sozusagen gesehen, sondern wir haben auch viele Christen besucht, Adressen, wo wir einfach angeklingelt haben, gesagt, wir sind heute Abend da, können wir bei euch übernachten, sind da in Gemeinden gewesen, haben in Gemeindehäusern geschlafen und haben einfach Freunde, die wir nur vom Briefverkehr oder vom Hörensagen kannten oder wildfremd geklingelt und haben ganz viel erlebt und Christen kennengelernt, die das Gebiet in meinem Kopf erweitert haben. Also es war nicht hinten dran, sondern es war einfach eine Bereicherung. Und sprich, der Kumpel, also der mit dir gefahren ist, das war vorher auch schon ein Christ, also den kanntest du aus der Gemeinde, oder? Der ist etwas älter als ich und der kommt ja auch aus der Oberlausitz. Ich bin Pastor in Süddeutschland, war zwischendurch in der Schweiz. Und ja, das war eine ganz spontane Sache, aber eins der schönsten Urlaube, die ich je gemacht habe.
Und wie lange habt ihr gebraucht? Wir haben 3 Wochen gebraucht und haben allerdings im Siegerland, da war dann sein Onkel und so weiter, eine ganze Weile verbracht, weil wir jeden Tag Sommer hatten und wir hatten einen Tag Regen in der Zeit und haben also da auch mal ein paar Tage Pause im Freibad gemacht und bei seiner Verwandtschaft. Aber wir sind zwischen 120 und 180 Kilometer am Tag gefahren, wenn wir gefahren sind. Gut. Was hatte ich jetzt für dich jetzt beruflich dann, wie ist dann deine berufliche Laufbahn weitergegangen? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich wollte immer Kriminalistik studieren, aber dadurch, dass ich in der DDR, in der christlichen Familie groß geworden bin, keine Jugendweihe erlebt habe, sondern nur die Konfirmation und wenn es Festverwandtschaft hatte, niemals Pionier war, nie in der FDJ war mir die erweiterte Oberschule, sprich das Abitur, verwehrt. Und das Studium zum Kriminalisten, was immer mein Traum war sozusagen nie möglich. Und was war dann die Möglichkeit? Du wurdest Handwerker, entweder Bäcker oder Tischler. Das habe ich so für mich festgestellt. Die Jungs, die christlich unterwegs waren, die waren Bäcker oder Tischler. Und ich habe mich da entschieden, Tischler zu werden. Und habe da in einem Betrieb gearbeitet, wo bloß der Meister und ich als Lehrling da waren, in meinem Heimatort. Und ich habe da echt geschuftet und für 420 Ostmark aus heutiger Sicht so gut wie nichts verdient für 8 Stunden am Tag. Und das hat sich natürlich auch dann im Sommer 1990 erweitert, weil mein Vater hat zusammen mit dem Kompagnon einen Baubetrieb gegründet. Und da gab es dann die Möglichkeit natürlich da als Zimmermann oder als Tischler zu arbeiten. Aber das wollte ich nicht sofort, sondern ich habe gesagt, okay, nach der Fahrradtour und nach meinem vielleicht Zivildienst, der sich dann noch angeschlossen hat, möchte ich gerne irgendwo im Westen beruflich mich orientieren. Und mein Ziel war dann, als Zimmermann zu arbeiten. Ich war dann 2 Jahre in Hessen, Frankfurt am Main und Hanau und habe da in 3 verschiedenen Firmen als Zimmermann gearbeitet. Und als ich zurückgekommen bin, dann habe ich gesagt, okay, jetzt beginne ich, ohne dass ich einen Facharbeiterabschluss habe, als Zimmermann die Meisterschule und habe jetzt einen Facharbeiterabschluss als Zimmerermeister erworben, 1997 den Abschluss gemacht. Und das war natürlich vorher nie möglich. Es gab kein Holz, es gab keine Qualifikation für uns Christen und das hat sich für mich absolut erweitert. Also ich bin sehr dankbar auch für die Öffnung und diese Gebietserweiterung, die stattgefunden hat. Hast du jetzt, wo du in der Zeit in Frankfurt und Hanau warst du dann auch dort in christlichen Gemeinden unterwegs? Ja, ich habe mir zu Hause im Jugendkreis eine Adresse geholt und gesagt, gibt es dort irgendwo die Gemeinde, wo man hingehen kann? Das war immer wichtig, Anschluss zu haben. Und das ist ja ein großer Vorteil. Man hat dieselbe Blutgruppe und man findet überall relativ schnell Anschluss und Freunde. Und das war im Prinzip der Türöffner. Man kommt dort hinten als gelernter Ostbürger und kennt niemanden in der Stadt Frankfurt am Main. Aber man klingelt an der Haustür, so habe ich es erlebt, und habe gesagt, hier in der Adresse von einer Cornelia sowieso habe ich bekommen. Ach, die wohnt schon lange nicht mehr hier, aber komm doch erst mal rein. Das ist unsere Tochter, die ist inzwischen verheiratet. Und schon hatten wir neue Freunde gewonnen und waren am nächsten Samstag drauf bei der Hochzeit des Sohnes eingeladen und hatten sofort einen Zugang. Also das würde ich jedem sagen. Also wenn ihr woanders hinzieht, sucht euch als erstes Christen, sucht euch eine Gemeinde und dann läuft das Leben weiter. Das war bei mir nicht so. Als Westchef in den Osten zu kommen, war der Zugang irgendwie verwehrt. Viele Jahre. Ja. Schade, aber ich sage immer, die Wiedervereinigung kann nur stattfinden, wenn wir uns begegnen, wenn wir uns unser Leben erzählen und wenn wir bereit sind zuzuhören und zu lernen. Ja, und dazu ist noch, habe ich immer mehr bemerkt, dass du, wenn du in irgendwelche Vereine kommst und so weiter, wo schon jahrelang bestehen, dass da Gruppenbildungen gibt und in diese Gruppenbildungen, das ist auch in der Kirche so, dass sich verschiedene Leute zusammentun, ganz schwer aufgebrochen wird, dass du da Zugang bekommst. Mhm. Also es kommt immer darauf an, welche Position du bist. Ich war in einer Chefposition und ich war auch im ländlichen Bereich zwischen Leipzig und Dresden, ja, ein ganz ländlicher Bereich, war aber in der Situation, Chef zu sein. Und da ist nochmal der Zugang, ist nach meinem Empfinden gewesen, nochmal wesentlich schwieriger gewesen. Ja. Jetzt hast du erzählt, du hast jetzt 5 Kinder, ja, sehr spannend, sehr herausfordernd. Hast du dann auch eine christliche Frau geheiratet? Ja, das war mir natürlich besonders wichtig, dass auch meine Frau Christin ist und dass wir die gleichen Werte und Lebensvorstellungen vertreten. Und da habe ich natürlich auch ganz gezielt in diesen Kreisen gesucht und bin
dankbarerweise fündig geworden, beziehungsweise ist mir eine sehr tolle Frau begegnet und die habe ich dann geheiratet und deswegen haben wir auch 5 Kinder. Und die Frau stammt aber auch von hier, oder wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, meine Frau kommt aus der nördlichen Oberlausitz, aus dem Bereich von Bautzen. Und ich war dann, das ist vielleicht noch die Erklärung zwischen der Fahrradtour und der Fahrt nach Frankfurt am Main, gab es die Möglichkeit, meinen Zivildienst zu leisten. Ich war also schon Wehrdienstverweigerer in der DDR. Und dann kam am 1.9.1990 das sogenannte Zivildienstgesetz der DDR heraus. Das war noch vor der deutschen Einheit, vor der eigentlichen Wiedervereinigung. Und ich habe mich da beworben an verschiedenen Stellen für ein sogenanntes diakonisches Jahr. Das war also die Möglichkeit in der DDR, so eine Art sozialen Dienst zu leisten. Hatte mich beworben in Bautzen in einem Rüstzeitheim, so hieß das. Heute heißt das Freizeitheim. Die hatten mich genommen und die haben aber gesagt, wir brauchen die aber schon ab 22. August, erst seit 1.9. Und ich war sozusagen der erste Zivi der DDR, als es den Zivildienst offiziell noch gar nicht gab. Und dort war dann an diesem ersten Tag die sogenannte Jugendkreisstunde des Bibelkreises für die Jugendlichen. Und an diesem Abend, am ersten Abend meines Zivildienstes, habe ich meine Frau gesehen. Und dann habe ich natürlich eine ganze Weile beobachtet. Und irgendwann habe ich sie angesprochen und da haben wir uns verlobt. Und dann haben wir geheiratet, 2 Jahre später. Das war dann aber nach der Zeit in Frankfurt oder in Hannover? Ja, wir sind im Prinzip gemeinsam. Ich hatte ihr schon die Pläne, die ich hatte, mitgeteilt, dass ich sage, Mensch, ich würde gerne mal aus dem Osten in den Westen gehen und dort eine Weile leben, einfach mein Gebiet erweitern. Und sie konnte sich das auch vorstellen. Und sie hat dann nochmal eine Ausbildung gemacht und da im Schwesternwohnheim gewohnt. Ich hatte eine eigene Wohnung. Und wir hatten also Zeit, uns kennenzulernen. Sie hat ihren Freundeskreis da im Prinzip neu entwickelt und ich meinen. Und wir waren zusammen im Jugendkreis. Wir haben uns da in der Gemeinde, im Jugendkreis, in der Teestubenarbeit gemeinsam eingebracht. Es war eine wichtige Zeit für uns in allen Bereichen, geistlich, aber auch persönlich, auf dem Weg zur Hochzeit hin. Dass ihr dann wieder zurückgekommen seid jetzt hier in die Oberlausitz, ist das dann auch schon klar gewesen? Oder? Naja, also wir hatten uns von vornherein gesagt, wir heiraten, wenn wir nach 2 Jahren zurückgehen. Und mein Vater hatte ich vorhin schon erwähnt, das Baugeschäft gegründet, 1990 am 1.7., zum Tag der Währungsunion. Und er brauchte Mitarbeiter und ich würde gerne unter ihm arbeiten. Und habe gesagt, okay, wenn wir zurückgehen, heiraten da. Und dann werde ich irgendwie als Zimmerer oder als Tischler in dem Baugeschäft arbeiten. Und so kam es dann. Das war also im Prinzip eine abgesteckte Zeit, wo wir gesagt haben, okay, von da bis da. Wobei ich in der Zeit dazwischen natürlich einen Chef hatte, mein letzter Chef in der Firma, der hat gesagt, Mensch, Uwe, du könntest meinen Laden hier übernehmen. Bitte bleib, warum bist du unbedingt zurück in den Osten? Wir waren dicke Freunde, er war auch zu unserer Hochzeit da mit seiner Frau. Und ich habe da also wirklich ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt und hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, auch da ein Handwerksunternehmen zu führen, zu übernehmen. Aber ich wollte gerne meinen Vater unterstützen und dann bin ich zurück zu den Wurzeln. Ja. Ja, deswegen habe ich mich gefragt, weil das eigentlich ja, wenn man dann erstmal weg ist, dann ist das ja manchmal so, dann ändern sich ja die Pläne. Das kann ja durchaus sein. Also ich habe damals, ich bin ja auch nach Baden-Württemberg gegangen in die Ausbildung und habe gesagt, nach 10 Jahren komme ich wieder. Und es könnte auch sein, dass ich gar nicht wiederkomme, aber das war bei mir dann so, dass ich nach 8 Jahren tatsächlich schon wieder zurückgekommen bin. Aber es war eigentlich für mich zwar so ein Ziel, aber es war mir so 100%ig klar, dass ich sage, okay, ich bin dann wirklich wieder da. Mhm. Aber es hat sich gut gefügt und ich bin froh und dankbar, dass ich tatsächlich auch wieder da bin. Ja, also ich habe unheimlich viele Freunde gewonnen in der Zeit, zu denen ich heute noch ganz, ganz viel Kontakt habe. Unser Gebiet ist erweitert worden, auch in dem Bereich. Aber ja, es stand schon mal kurz die Frage, bleibe ich wirklich da und übernehme ich diese Firma oder so. Aber im Prinzip war es richtig, wieder zurückzugehen und hier zu unterstützen und den Osten mit aufzubauen. Jetzt heißt ja der Podcast Christsein im Business. Und du hast mir erzählt, du bist selbstständig und dann bist du noch angestellt und arbeitest indirekt in einer Tischlerei mit. Erzähl mal ein bisschen, was du beruflich machst. Ja, wie gesagt, ich greife das nochmal auf. Ich bin also Facharbeiter Tischler, in der DDR ausgebildet und abgeschlossen, einen Facharbeiterbrief erworben und habe dann nach der Zeit, die ich in Hessen verbracht habe, mich bei der Handwerkskammer in Dresden zur Qualifikation zum Handwerksmeister, Meister des Zimmererhandwerks beworben, habe das in Abendschule und mit viel Aufwand nebenberuflich erworben, bin also Tischler und Meister des Zimmererhandwerks und bin dann angestellt worden in der Firma. Das ist keine Tischlerei, das ist das Baugeschäft von meinem Vater gewesen mit damals
70 Mitarbeitern in den 90er Jahren und bin dann sozusagen als Vorarbeiter und als ich dann den Meisterabschluss hatte, als Bauleiter und als Zimmerermeister und gleichzeitig auch Ausbilder für die Zimmererlehrlinge angestellt worden und habe viele Jahre da erfolgreich in der Führungsposition gearbeitet, bis die Firma in eine große Krise kam. Und ein Teil der Sanierungsmaßnahmen war Führungskräfte entlassen, Lohnkosten senken. Und in dem Zusammenhang wurde ich 2006 von meinem Vater, was ihm sehr, sehr schwer gefallen ist, entlassen. Und habe aber im Prinzip am nächsten Tag ein eigenes Unternehmen gegründet, weil ich inzwischen mich weiter qualifiziert hatte zum Bausachverständigen und Gutachter für Schäden an Gebäuden und Wertermittlung und ja, spezialisiert für Brand- und Wasserschäden und habe sozusagen am nächsten Tag ein Gutachterbüro eröffnet und seitdem betreibe ich parallel ein Gutachterbüro, habe das dann viele Jahre selbstständig betrieben und als mein Vater wieder ausgeschieden ist aus Altersgründen aus dem Unternehmen, brauchte man wieder jemanden, der in der Handwerksrolle steht, um diesen Bereich abzudecken und natürlich auch angestellt zu sein und auch für die Ausbildung der Lehrlinge. Und da habe ich sozusagen jetzt eine Parallelfunktion, bin also sozusagen angestellter handwerklicher Betriebsleiter im Zimmereibereich und habe parallel dazu ein eigenes Sachverständigenbüro. Jetzt ist meine Frage, wie hast du dein Christsein im Business leben können? Hast du das offen dargestellt und hast gesagt, ich bin Christ? Und wie bist du damit umgegangen? Ja, also ich gehe jetzt hier nicht jeden Tag mit der Bibel in der Hand durch die Werkstatt oder über die Baustelle. Sondern Christsein zu leben ist für mich eine Überschrift, die man merken sollte, ohne dass ich das jeden Tag drüber schreibe. Sondern für mich gilt an dieser Stelle, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles zu Gottes Ehre und natürlich auch in seinem Sinne und im biblischen Sinne. Und so gehe ich ran. Und ich denke, dass das viele wissen, die mir begegnen. Und natürlich unsere Familientradition bringt das auch mit sich, dass die Leute schon wissen, mein Vater war ist ein sehr angesehener Christ im Ort und bei seinen Mitarbeitern. Und er ist für mich so ein großes Vorbild, dass ich da im Prinzip eher eine hohe Latte hängen habe, wie man als Christ im Business lebt, weil ich da gerne meinem Vater nachahme und ihn als Vorbild habe. Und deswegen ist das für mich eine Selbstverständlichkeit. Und es gibt ja nicht nur rosige Zeiten, sondern gerade dann, wenn es mal schwierig ist, wenn man in Krisen ist, dann ist es natürlich besonders wertvoll, Christ zu sein, weil man die Last und die Sorgen abgeben kann und sagen, hey, ich habe hier jemanden, dem kann ich es mitteilen und der hat größere Hebel als ich, um sich drum zu kümmern. Und bist du dann auch als Ansprechpartner für deine Mitarbeiter oder für deine, ja, doch in der Führungsposition, wo du bist, auch als Christ sozusagen da, dass jetzt einer sagen kann, ich habe jetzt auch mal hier ein privates Problem oder sowas, dass du dann sagst, hey, ihr könnt mit allem zu mir kommen, also nicht bloß beruflich oder? Das ist sicher so, wobei ich feststelle, sie kommen nie in der Gruppe, sondern wenn Mitarbeiter kommen, dann ist es immer ein Einzelgespräch, irgendwie nach einer Bauberatung oder nach einem Feierabend oder irgendwie am Auto oder irgendwie am Zaun, wo man da sagt, du, hör mal zu, ich habe gerade ein Problem. Da bin ich natürlich auch ansprechbar für alles. Und ich habe da auch schon ganz viel gehört und ganz viel erlebt und ganz viel zur Seite gestanden, manchmal nur zugehört, manchmal einen Rat gegeben, auch mal jemanden besucht, geholfen, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ja das, was auch dieses Christsein im Business ausmacht, dass man, glaube ich, sagt, ich rede jetzt nicht mit der Bibel in der Hand durch, sondern aber ich bin offen für alles, wenn die Leute irgendwann ein Problem haben oder mal reden wollen oder so ähnlich. Und dann würde ich auch als Vorbild, was die Ehrlichkeit angeht, das ist eigentlich ja klar, selbstverständlich. Ich erlebe dann immer, wenn es auch schwierige Situationen gibt mit Kunden oder mit sonst wem, da sagen sie immer, oh, du bist immer viel Transparenz, wie machen wir das jetzt hier? Du willst ja immer dann ehrlich und transparent die Sache machen. Wie gehen wir das jetzt an? Also so ganz praktische Fragen, wie sollen wir es denn machen? Was würdest du uns denn raten? Das kommt dann oft vor. Okay. Also bei mir ist im Hause so, ich habe einen Gesellschafter, den Dirk Eckert, und er sagt zu mir, er ist kein Christ, er ist auch nicht so erzogen worden, aber für ihn sind die christlichen Gebote bindend. Ja. Und das reicht mir aus, ja. Wir arbeiten ganz gut zusammen und wo ich am Anfang die Firma unterwegs war, habe ich allein die Kirchensteuer bezahlt. Das Finanzamt hat dann angerufen, ob das richtig ist, ja, dass da einer Kirchensteuer bezahlt. Das war schon lustig, ja. In der Zwischenzeit sind ein paar Christen mehr dabei. In der Zwischenzeit zahle ich aber auch keine Kirchensteuer mehr, weil ich mir gesagt habe, das Geld möchte ich
hier in Deutschland so verteilen und dorthin bringen, wo ich sehe, dass da was passiert. Ja. Ja, ganz gezielt und mache ganz gezielte Sachen, wo ich helfe und wo ich dann auch sage, okay, dann möchte ich langfristig helfen, möchte was Gutes tun. Mhm. Hast du jetzt mal für dich so einen Bibelspruch, wo du sagst, der begleitet mich so im Leben oder in der Familie? Ja, nicht nur einen. Einen hatte ich jetzt schon inhaltlich erwähnt, vielleicht noch nie von der ganz konkreten Stelle. Kolosser 3, Vers 17 gilt für mich. Alles, was er tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles zur Ehre Gottes. Und das ist für mich Gottesdienst, der im Alltag gelebt ist. Für mich ist Gottesdienst sozusagen übersetzt, dieses Vers ist nicht nur Sonntag in der Kirche, sondern der beginnt Montag früh im Bett und endet irgendwann Sonntagabend nach der Kirche. Und das ist für mich ein Leitspruch, den ich leben möchte. Das ist jetzt nicht bloß Gottesdienst für mich, dass ich dieses Leben, dieses geschäftliche Businessleben oder dieses geistliche Leben, das trenne ich nicht. Sondern für mich ist das ein Fluss und es kommt darauf an, sich dann als Christ zu beweisen, nicht zu beweisen, um sich beweisen zu müssen, sondern das zu leben, was man glaubt, wenn man im Alltag Gottesdienst feiert. Und beten heißt für mich, ich kann das an der Ampel machen, ich kann das an der Aldi-Kasse machen, ich kann das vor der Bauberatung machen, während der Bauberatung machen, während des Postcards machen, denn er lebt ja in mir. Und ich muss ja irgendwie nie Gott an die Hand nehmen und er mich, sondern wenn ich das Wort ernst nehme, Christus lebt in mir, dann lebt er in mir. Dann bin ich ständig mit ihm unterwegs. Bist du jetzt so mehr so ein Naturmensch oder wenn du jetzt Oberlausig, in der Lausig lebst, ja, und arbeitest, musst du ja normalerweise ein Naturmensch sein, sonst würdest du ja in einer Großstadt leben, ja? Kann man das so sagen? Ja. Ich bin ein Naturmensch. Ich bin sehr gern draußen. Ich gehe jeden Morgen, wenn es irgendwie geht, eine Runde joggen. Und ich liebe die Oberlausitz, die Umgebung und die Böhmische Schweiz, die bei uns direkt unmittelbar angrenzt und gehe da gerne mal auf ein paar Felsen hoch oder wandern oder wie auch immer. Davon profitiere ich auch, um auch den Ausgleich zu haben zu den vielen Telefonaten und den vielen E-Mails, die mir jeden Tag bekommt oder schreiben muss. Gut. Kannst du mal jemand ein gutes Buch empfehlen, wo du sagst, okay, das müsste jeder mal gelesen haben? Ja. Und zwar von Peter Scazzero, Glaubensriesen und Seelenzwerge. Das lese ich gerade. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was ermutigt, einfach das zu leben, was man glaubt, wo es nicht so statisch um irgendwelche geistliche Fragen geht, sondern wo die Seele und die geistlichen Fragen und unser praktisches Leben in Verbindung kommen. Peter Scazzero, Glaubensriesen und Seelenzwerge, kann ich jedem empfehlen. Also aber nur eins von Büchern, die ich lese. Unter anderem lese ich gerne Arno Backhaus. Ja, woran starb das Tote Meer? Da kommt der Humor vor. Das sind Witzebücher, die braucht man manchmal, wenn es nicht so ein Lachen ist. Also ich kenne nur, dass meine Kunden sehr dankbar sind, ja, und sehr gern die Rechnung bezahlen. Die letzten 10 Jahre. Vorher haben wir aber andere Probleme gehabt, aber das haben wir jetzt zwischenzeit gelöst. Dankbarkeit. Bekommst du genügend Lob von zu Hause? Genügend Lob von zu Hause? Das ist die Frage. Das ist ja der beste Indikator für Echtsein. Die Leute, die dich am besten kennen, die können am besten einschätzen, wie echt bist du denn und wie echt ist dein Christsein. Und ich denke, dass ich da sehr dankbar sein kann, zum Beispiel über das Lob meiner Frau oder meiner Töchter. Ich habe erwachsene Töchter und die rufen ab und zu mal an und einfach, es kommt vor, dass sie einfach mal sagen, danke Papa, wir haben uns gerade da und da und das hast du uns als Kind gezeigt und sie sind mit ihren Männern da jetzt unterwegs, 2 sind schon verheiratet, die 3. heiratet dieses Jahr noch. Und dann kommt es vor, dass sie einfach anrufen und sagen, hey, wir sind dir dankbar, dass du uns damals das und das beigebracht hast, das und das gezeigt hast und so weiter. Also ja, Dankbarkeit ist für mich selber auch ein ganz großes Ding, weil in der Bibel steht, sei dankbar alle Zeit und für alle Dinge. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, für Dinge dankbar zu sein, die wir uns ganz anders wünschen. Aber es hilft mir, das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen und immer zu wissen, ja, dankbar für alles, es hat irgendwie alles seinen Sinn. Und dann noch was Positives rauszunehmen. Auch wenn es immer wieder Dinge gibt, für die man nicht unbedingt dankbar ist, das muss ich echt zugeben. Also das ist, wäre jetzt zu fromm erzählt, zu sagen, ich bin für alles dankbar. Nee, das ist bei mir auch nicht so. Aber sei dankbar alle Zeit, das ist schon auch eine Überschrift für mein Leben. Gut,
Was würdest du denn dir wünschen für die nächste Generation von christlichen Führungskräften? Oh, das ist eine gute Frage. Für die nächste Generation von christlichen Führungskräften würde ich mir wünschen, dass sie noch besser sind als wir. Dass wir also wirklich diejenigen, die wir herausbilden, die wir anbilden, mit ganz anderen Methoden, wenn ich überlege, wie die nächste Generation jetzt arbeiten kann und was wir für Möglichkeiten hatten, dann können die besser sein als wir. Und das würde ich mir wünschen, dass sie einfach die Möglichkeiten, die sie haben, nutzen, um besser zu sein als die Generation, die wir sind. Um nicht zu sagen, wir sind so gut, ihr seid nicht zu toppen, sondern wir haben unsere Aufgabe und den Weg gehen wir jetzt, aber die Nächsten dürfen weitergehen und sollen besser sein als wir selber. Das würde ich mir wünschen. Und dass sie letzten Endes, ja, also wenn ich meine Töchter sehe und meine Kinder, dann kann ich nur sagen, da wird mir nie Angst um die nächste Generation, da wird mir nie Angst um die Zukunft. Das sind gute Leute am Start, die die Zukunft gestalten, und da freue ich mich zuzuschauen irgendwann, aber noch mache ich mit. Kathleen, du darfst fragen. Ja, wir haben ja jetzt schon viel vom Business gehört von dir. Und ich weiß aber, dass du ja jetzt an der Haustür Schluss machst mit deinem Christsein. Also es ist nicht bloß, dass du in den Gottesdienst gehst, sondern du hast ja auch noch ganz spannende Freizeitbeschäftigung, sage ich mal, gemeindetechnisch. Magst du da noch kurz was dazu sagen? Ja, ich kann was dazu sagen. Ich bin also viele Jahre in Gemeinde gegangen und wir hatten einen missionarischen Hauskreis gegründet. Und den habe ich wiederum mitgebracht aus der Zeit in Hessen, wo wir wirklich Hauskreisarbeit kannten wir nie. Bei uns gab es Bibelstunden, das war's. Und eine Hauskreisarbeit zu erleben, wo man miteinander lachen, weinen konnte, Chips gegessen hat, Bibel gelesen hat, einfach miteinander Leben geteilt hat am Abend. Das habe ich da kennengelernt, das erste Mal. Das fand ich so lebendig, das haben wir rein transportiert, mitgebracht. Und aus dieser Hauskreisarbeit ist ein lebendiges Miteinanderleben entstanden. Und es hat 20 Jahre gedauert und irgendwann war es soweit, da haben wir in unserem eigenen Haus, wir haben also ein großes Haus, wo wir auch Räume hatten, die wir eigentlich gar nicht brauchten. Und meine Frau und ich haben dann gebetet und gesagt, Herr, was wollen wir mit den Räumen da? Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo wir am 24.12.2016 eingeladen haben zu 1 Stunde Weihnachten bei uns im Haus, in den neuen Raum, den ich umgebaut habe. Und wir wollten ganz bewusst Leute einladen, die nirgendwo hingehen zum Heiligabend in die Kirche, oder die nirgendwo hingehen. 1 Stunde Weihnachten. Das haben wir offen gelassen und der Raum war voll. Und wir waren ein Leitungsteam von 7 Leuten und haben gesagt, was machen wir jetzt damit? Jetzt kommen hier über 50 Leute und wenn die nächste Woche wiederkommen wollen, wir bieten ja nichts an. Wir haben das jetzt als einmalige Aktion ausgerufen und dann haben wir gesagt, okay, dann treffen wir uns einfach nächsten Sonntag wieder und feiern Gottesdienst um 10. 10:07 Uhr übrigens, damit auch die immer später kommen, pünktlich sein können. Und seitdem haben wir eine Hausgemeinde gegründet, sind gewachsen und wir sind sozusagen auch noch in der Gemeindearbeit ganz aktiv, die inzwischen gar nicht mehr bei uns im Haus jederzeit sein kann, weil wir gewachsen sind. Wir haben uns Räume gemietet und sind sozusagen eine Hausgemeinde, die wächst, die lebendig ist, mit Höhen und Tiefen. Aber auch das ist mir ein wichtiges Anliegen. Gemeindearbeit und den Glauben zu leben. Gut. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Uwe. Es war sehr interessant. Dankeschön. Gerne. Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk. Mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber.